Herzlich willkommen bei Lameco, dem führenden Geflügel-Equipment-Hersteller in Skandinavien. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir zeigen euch jetzt, was wir hier so machen, was wir euch dann bieten können für zu Hause. Und bei bestem skandinavischem Wetter geben wir euch jetzt eine Tour. Ja, hier bei Lameco sind wir in Ølgod in Dänemark. Wir sind seit über 40 Jahren in der Branche für die Geflügelhaltung tätig. Wir haben über 50 verschiedene Partner weltweit, mit denen wir zusammenarbeiten und über 3000 Kunden weltweit, zufriedene Kunden. Als Vorreiter gestalten wir eine umweltfreundliche und zugleich effiziente Zukunft in der Geflügelhaltung. Jetzt sind wir hier in der Produktion. Hier haben wir eine von unseren 3 Stanzen, die also die Bleche ausnibbeln, die wir brauchen, Trennwände, Ständer etc. Und das geht ja alles vollautomatisch. So eine Maschine arbeitet hier 24/7. Also wir machen 80% unserer Produkte, die wir einsetzen, selbst hier in Dänemark. Hier kann man sehen, dass wir verschiedene Materialstärken einsetzen. Also wir haben hier nicht irgendwie so ein dünnes Puddingpapier oder papierdünne Bleche, sondern schon stabile Geschichten, die wir einsetzen. Das ist verzinktes Stahl, aber mit einer höheren Legierung an Chromanteilen. Ja, Kantbänke machen ja nicht nur Bleche. Hier in diesem Fall machen sie auch Gitter. Dies hier sind ein Teil der Austreibgitter, wie man unschwer schon erkennen kann. Ja, also was hier bei meinem allerersten Besuch in Lameco besonders aufgefallen ist, dass es hier einfach 100%ig sauber ist. Hier liegt kein Schmutz, kein Dreck rum. Das ist etwas, was mich sehr beeindruckt hat. Alles nummeriert, alles kategorisiert und man findet es schnell wieder. So schaffen wir es auch, möglichst schnell Teil- und Ersatzteillieferungen zu machen. Ja, hier sehen wir eine weltbekannte Geschichte, eine Europalette. Warum ist die so besonders bei uns? Wir nutzen ausschließlich neue Europaletten für den Versand, damit wir keine Krankheiten, Keime etc. übertragen. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Also hier kommt nichts auf eine gebrauchte Europalette und kommt auch nicht auf eine solche gebrauchte Europalette zu euch auf den Hof. Ja, hier sind wir im Lager, wo wir einen großen Teil der Rohre für Versand vorbereitet werden. Verschiedene Längen, verschiedene Größen, Stückzahlen kommen hier zum Einsatz und das werden dann auch die Sitzstangen für die Anlagen. Ja, diesen Teil hier haben wir jetzt in diesem Jahr noch neu gebaut. Auch dies dient dem Versand und der Lagerung. Wir haben noch ein weiteres Lager in Heringen, ist von hier noch 40 Kilometer weg, so dass wir ausreichend Kapazität haben, um alle Kunden schnellstmöglich beliefern zu können. Also in der ganzen Welt sind die Waren ja im LKW unterwegs. Wir machen es hier so ein ganz kleines bisschen anders. Wir haben ja eine ganz gute Vorratshaltung, so dass wir eben schnell reagieren können. Hier bei Lameco können wir auch Kundenwünsche schnell realisieren, weil durch unsere eigene Produktion und unseren eigenen Technikern und Zeichnern haben wir viele Möglichkeiten, um Kundenwünsche schnell und gut hinzubekommen. Alles fängt mit einem Blatt Papier und einem Stift an. Wir sitzen mit einem kleinen Team zusammen, insgesamt mit 4 Leuten. Zeichner, Verkäufer, alle sind dabei, um die Kundenwünsche so schnell wie möglich umzusetzen und so schnell wie möglich zu produzieren. Falls es doch mal kleine Probleme geben sollte, haben wir ein 6-köpfiges Team, was sich gerne um die Probleme unserer Kunden kümmert. Und hier findet ihr einen Teil der Gesichter, die diese Technical Support bei Lameco wahrmachen. Nun sind wir in der Ausstellungshalle angekommen. Wir haben verschiedene Einrichtungsgegenstände für die Geflügelproduktion und die will ich euch jetzt mal im Einzelnen zeigen, hier in unserem Showroom. Hier haben wir unsere Anlage, die Combo. An der Combo kann man sehr gut sehen von der Optik her, dass man durch die Anlage durchgucken kann. Wir haben Aluleitern, immer 4 Stück pro System, pro Reihe. Einen Balkon, an dem man dran langlaufen kann. Gut einsehbares Nest, Futterfläche, Sitzstangen oben. Ein durchstrukturiertes, mit viel Augenmerk auf Technik und Bedienerfreundlichkeit gelegtes System. Ja, hier sind wir auf der Rückseite der Combo. Hier sieht man die Umlenkstation der Kotbänder. Hier ist die Umlenkung des Eierbandes. Das Eierband hat außerdem noch eine Bürste, damit das Eierband automatisch gereinigt wird mit einer Nachlauffunktion. Das heißt, wir haben eine Staubminimierung am Band. Das heißt, die Eier bleiben auch schlichtweg sauberer. Kotbänder haben wir Anzahl an 3, alle in einer gleichen Breite von 1,50 Meter. Das bedeutet, dass wir dann auch nicht zusätzlich noch andere Rollen haben müssen, sondern wir haben nur eine Bandbreite zum Tauschen als Ersatzteil, falls das nötig ist. Ihr fragt euch sicher, warum da eine Sprosse fehlt. Fehlt aber keine. Nach Nutztierhaltungsverordnung müssen wir 45 cm Bodenfreiheit haben, damit die Hühner aufrecht drunter hergehen können. Das können wir auch. Und wir können ganz prima hier an unserer Anlage entlang und alles vernünftig kontrollieren.
einsehen, Tiere fangen, Kontrolle machen, alles kinderleicht. Ja, hier stehen wir an der Xtra. Das ist unsere Anlage für Übersee. Sie hat eine anständige Breite, hat eine vernünftige Ebene, wo man auch durchgucken kann. Auch ein super einsehbares Nest. Ich kann an der Anlage dran lang gehen, das Nest vernünftig kontrollieren, sehen. Ich habe eine Nippeltränke direkt davor und auch wieder 2 Kotbahnbreiten in einer Breite. Ja, hier sind wir bei der Aufzuchtanlage. Das ist unsere High Race. Hier können wir die Nippeltränke und einige Sitzstangen mit Seilen hoch und runter ziehen. Das, was ich jetzt hier händisch mal mache, das geht über Seilzüge, dass man das zumachen kann. Man kann hier auch ganz schnell die Tiere mal einmal in den Anlagen fixieren, sodass einfach die Anlage geschlossen ist. Für die erste Zeit, wenn die Küken auf Kükenpapier sind, ist das eine hervorragende Geschichte. Und wir haben das Ganze auf 2 Ebenen. Bewusst keine dritte Ebene, sondern dass wir eine vernünftige Erreichbarkeit haben und die Tiere auch gut einsehen können. Viel Luft, viel Licht und auch hier eine Breite bei 2 Kotbändern. So, und hier sehen wir noch unsere kleinen, man nennt ihn ja liebevoll auch Tannenbaum. Das heißt, die Ebenen sind auf beiden Seiten. Hier haben wir jetzt nur eine Seite der Anlage aufgebaut aus Platzgründen. Auch hier können wir Fütterung und die Nippeltränke in verschiedene Höhen bringen mit Getriebemotoren, mit einem aufgesetzten Akkuschrauber, mit Motor, wie man es gerade gerne möchte. Die Tiere sind dann auch hier wieder eingesperrt am Anfang für die ersten Tage zur Kontrolle. Und man kann es ganz einfach aufklappen, große Rampen schaffen, sodass die Tiere hier noch eine breitere Anlage finden. Man kann auch das Ganze noch runterklappen, so wie es jetzt hier zu stehen ist. Und hat eine stabile Oberfläche, Lauffläche, wo die Tiere hoch und runter springen können und so klettern und fliegen lernen. Hier haben wir einen kleinen Querschnitt von unserem Legenest. Hier sieht man ganz prima das überbaute Eierband, was die zusätzliche Fläche im Nest gibt. Das haben wir auch in unseren Volieren ja drin. Das Austreibgitter ist hier gut zu sehen. Öffnen und schließen. Das Teil, was man jetzt hier sieht, ist ein Querschnitt für die Elterntierhaltung oder auch die klassische Bodenhaltung. Kann man beides dafür einsetzen. Hier kann man noch mal in das Nest reingucken. Man kann auch hier über die Kotgrube laufen, die variabel ist in Höhe, Breite und Länge. Hier sehen wir noch unsere Spiralfütterung, die Kick-Off 330 mit dem patentierten Futterautomaten. Nippeltränke, wie sie bei den Masthähnchen verwendet wird. Und hier kann man noch mal ganz gut sehen, wie schnell so ein Trichter montiert, aufgestellt und angebaut ist. Also relativ schnell eine Drehung, dann ist das Ganze fest. Also hier sind wir in einem der Büros von Landmeko. Hier werden Angebote verschickt in die ganze Welt. Hier werden auch die Zeichnungen gemacht für die Stelle. Und ja, das ist ein Teil davon. Von diesen Büros haben wir, glaube ich, 5. Das war unsere kleine Tour durch Landmeko. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und ich hoffe, dass wir euch zeigen konnten, wie viel Bock wir eigentlich auf unser eigenes Equipment haben. Und es ist eigentlich nichts mehr weiter zu sagen, außer Frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. Wir wünschen euch eine tolle freie Zeit. Macht's gut, bis bald.